Hallo Computer, kannst du ein Gedicht schreiben über eine Katze, die den Mond besucht? Die Samtpfote schleicht, so weich und rein, zum Mondenschein, sie will dort sein. Wow, das ist unglaublich! Hallo zusammen, ich bin Anna. Hallo Anna. Sprichst du mit deiner Kaffeemaschine? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas. Nein, nicht mit meiner Kaffeemaschine, mit einer künstlichen Intelligenz. Ich habe ihr gesagt, sie soll ein Gedicht schreiben und sie hat es getan. Sofort. Ah, die künstliche Intelligenz oder KI. Ja, das ist im Moment das größte Thema der Welt. Es ist faszinierend, aber, wie ich finde, auch ein bisschen beunruhigend. Beunruhigend. Warum? Es ist doch aufregend. Es ist beides. Aufregend und beunruhigend. Und genau das ist unser Thema heute. Die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Wir werden darüber sprechen, was KI ist, wie sie unser Leben verändern wird und welche Hoffnungen und Ängste wir damit verbinden. Das ist eine Lektion auf B1-Niveau, also erwarten Sie eine tiefe Konversation mit viel Grammatik zum Üben. Super. Ich habe so viele Fragen. Dann fangen wir mit der wichtigsten Frage an. Was ist KI überhaupt? Ganz einfach gesagt, künstliche Intelligenz ist, wenn ein Computerprogramm oder eine Maschine lernen, denken und Probleme lösen kann, ähnlich wie ein Mensch. Also nicht nur ein normaler Computer, der Befehle ausführt, sondern ein Computer, der lernt. Ganz genau. Wir benutzen KI schon jeden Tag, oft ohne es zu wissen. Wenn du auf deinem Handy eine Wegbeschreibung suchst, benutzt du KI. Wenn Netflix dir eine Serie empfiehlt, ist das KI. Das ist wahr. Mein Handy hat mir gestern einen Weg gezeigt. Es wusste genau, wo ein Stau war. Es war sehr nützlich. Das ist ein gutes Beispiel. Aber die neue Generation von KI, wie die dein Gedicht geschrieben hat, ist anders. Sie ist generativ. Das bedeutet, sie kann neue Dinge erschaffen. Texte, Bilder, Musik. Und das ist der Punkt, an dem es interessant und kompliziert wird. Okay, also generative KI kann Dinge erschaffen. Das ist der Grund, warum alle darüber sprechen. Korrekt. Das ist ein Nebensatz mit warum. Das Verb steht am Ende. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wie schnell sich diese Technologie entwickelt. Benutzen Sie KI in Ihrem Alltag? Haben Sie schon einmal mit einer KI gesprochen? Benutzen Sie KI? Sprechen wir darüber, wie die KI unser tägliches Leben in der Zukunft verändern wird. Nehmen wir 2 Beispiele: Medizin und Transport. Okay, Medizin. Ich habe gelesen, dass KI Ärzten helfen kann, Krankheiten schneller zu finden. Ja, absolut. In der Zukunft wird die KI wahrscheinlich Röntgenbilder oder Scans viel genauer und schneller analysieren können als ein menschlicher Arzt. Sie wird Muster erkennen, die ein Mensch vielleicht übersieht. Wow, das wäre fantastisch. Stell dir vor, eine KI könnte Krebs in einem sehr frühen Stadium entdecken. Das würde so viele Leben retten. Das ist die große Hoffnung. Was würdest du denken, wenn dein Arzt dir sagt, die KI hat ihren Scan analysiert und eine Empfehlung gegeben? Würdest du der KI vertrauen? Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, ich würde der KI vertrauen, aber ich würde immer die Meinung von einem menschlichen Arzt hören wollen. Das ist ein guter Punkt. Die KI als Assistent, nicht als Ersatz. Jetzt zum Transport, das autonome Fahren. Oh ja,
Autos, die von selbst fahren. In der Zukunft werden wir vielleicht gar keine Führerscheine mehr brauchen. Es ist sehr wahrscheinlich. Die KI wird das Auto steuern. Man sagt, dass es viel sicherer sein wird, weil die KI nicht müde wird oder auf ihr Handy schaut. Das wäre unglaublich. Ich könnte während der Fahrt zur Arbeit schlafen oder ein Buch lesen. Das würde so viel Zeit sparen. Das würde es. Aber ich wüsste nicht, ob ich mich am Anfang sicher fühlen würde. Würdest du dich in ein Auto setzen, das keinen Fahrer hat? Ich glaube, am Anfang wäre ich sehr nervös. Aber wenn die Technologie sicher ist, dann ja. Jetzt müssen wir über ein ernsteres Thema sprechen. Wenn die KI so viele Dinge besser kann als wir, was passiert dann mit unseren Arbeitsplätzen? Oh, das ist die Frage, die mir Angst macht. Ich bin Grafikerin. Ich habe gesehen, wie KI Bilder erstellt. Wird eine KI in 5 Jahren meinen Job übernehmen? Das ist eine Sorge, die viele Menschen haben. Es ist wahrscheinlich, dass sich viele Berufe stark verändern werden. Aufgaben, die repetitiv sind, könnten automatisiert werden. Automatisiert werden, das ist das Passiv. Die Aufgabe wird gemacht. Also, mein Job könnte automatisiert werden. Das ist schrecklich. Was sollte ich dann tun? Du solltest keine Panik haben. Obwohl einige Jobs verschwinden werden, werden auch viele neue Jobs entstehen. Jobs, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Welche neuen Jobs? Zum Beispiel KI-Trainer. Menschen, die der KI beibringen, wie sie bessere Gedichte schreibt. Oder KI-Ethiker. Menschen, die sicherstellen, dass die KI fair ist. Die wichtigsten Fähigkeiten der Zukunft werden nicht technischer Natur sein. Es werden menschliche Fähigkeiten sein, Kreativität, kritisches Denken und emotionale Intelligenz. Also, wir müssen uns nicht auf die Technik konzentrieren, sondern auf das, was uns menschlich macht. Aber was ist, wenn ich meinen Job verlieren würde? Was würdest du an meiner Stelle tun? Wenn ich meinen Job verlieren würde, würde ich nicht versuchen, gegen die KI zu kämpfen. Ich würde lernen, wie man mit der KI arbeitet. Ich würde sie als mein Werkzeug benutzen. Ham, 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 ham. Ham, 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 ham. Ham, 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 ham. Ham, 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 ham. Okay, aber du hast Kreativität erwähnt. Das ist mein Bereich. Ich glaube, dass eine KI niemals wirklich kreativ sein kann. Sie kann nur kopieren, was Menschen vorher gemacht haben. Bist du da sicher? Die KI, die dein Gedicht geschrieben hat, war das nicht kreativ? Es war technisch gut, aber hatte die KI Gefühle, als sie es geschrieben hat? Wusste sie, was Mond oder Katze bedeutet? Ich glaube nicht. Das ist der philosophische Punkt. Es fehlt die Intention, das Bewusstsein. Aber was ist, wenn eine KI Musik komponieren könnte, die uns zum Weinen bringt? Ist das dann keine Kunst, nur weil der Künstler eine Maschine ist? Das wäre sehr seltsam. Ich wüsste nicht, wie ich mich fühlen sollte. Wenn ich ein wunderschönes Bild sehen würde und dann herausfinden würde, dass es von einer KI stammt, ich wäre vielleicht enttäuscht. Vielleicht müssen wir KI als einen Partner sehen, nicht als einen Konkurrenten. Stell dir vor, du könntest der KI sagen, gib mir 5 verschiedene Designideen für mein neues Projekt. Und du könntest dann die beste Idee auswählen und sie menschlich machen, sie verbessern. Die KI wäre dein Assistent.
Okay, das klingt besser. Die KI würde die langweilige Arbeit machen und ich könnte mich auf die kreative Strategie konzentrieren. Wir haben über all die positiven Dinge gesprochen, aber wir müssen auch über die Verantwortung und die Gefahren sprechen. Was passiert, wenn die KI zu mächtig wird? Du meinst wie in einem Science-Fiction-Film? Nicht unbedingt Roboter, die die Welt übernehmen, aber denk an Deepfakes, Videos, die komplett falsch sind, aber echt aussehen, oder KI, die benutzt wird, um Falschinformationen zu verbreiten. Die KI wird benutzt. Ja, das habe ich gesehen. Das ist sehr gefährlich für die Demokratie. Deshalb brauchen wir ethische Richtlinien und Regeln. Es ist sehr wichtig, dass wir kontrollieren, wie diese Technologie eingesetzt wird. Eine KI darf nicht entscheiden, ob eine Person einen Kredit bekommt oder nicht. Ja, das wäre sehr unfair, weil die KI vielleicht Vorurteile hat, die sie von Menschen gelernt hat. Das ist die größte Herausforderung. Wir müssen sicherstellen, dass die KI fair und transparent bleibt. So, Anna, das war eine riesige Konversation. Lass uns die wichtigsten Punkte wiederholen. Erstens, was haben wir über KI im Alltag gelernt? Wir haben gelernt, dass KI uns schon heute hilft, zum Beispiel beim Autofahren oder beim Arzt. Zweitens, die Arbeitswelt. Was wird passieren? Viele Jobs werden sich verändern, aber es werden auch neue Jobs entstehen. Wir müssen lernen, mit der KI zu arbeiten. Drittens, Kreativität. Ist KI kreativ? Vielleicht nicht, aber sie könnte ein sehr nützlicher Assistent sein, wenn wir sie richtig benutzen. Und viertens, die Ethik. Was ist am wichtigsten? Es ist wichtig, dass wir die KI kontrollieren und dass wir klare Regeln machen. Herzlichen Glückwunsch, Anna. Und herzlichen Glückwunsch an unsere Zuhörer. Sie haben eine 4000-Wort-Lektion über ein sehr komplexes Thema überlebt. Ja, mein Gehirn ist jetzt voller Ideen und ein bisschen besorgt, aber auf eine gute Art. Ihre letzte Mission. Es ist eine Übung zum Nachdenken. Schreiben Sie uns in den Kommentaren 2 Sätze. Eine Hoffnung, die Sie für die KI-Zukunft haben, eine Angst, die Sie haben, zum Beispiel: Ich hoffe, dass die KI helfen wird, Krankheiten zu heilen. Oder es wäre schrecklich, wenn wir unsere Jobs verlieren würden. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Gedanken. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank für Ihre Geduld. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.